British American Tobacco ist eines der größten Tabakunternehmen weltweit und vertreibt bekannte Zigarettenmarken wie Lucky Strike, Dunhill und Pall Mall in über 180 Ländern. Und neben traditionellen Tabakprodukten bietet BAT aber zunehmend auch Alternativen wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer an, um eben den Rückgang aus den traditionellen Zigarettenkonsumbereichen zu kompensieren. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute an, ob sich British American Tobacco für den langfristig orientierten Anleger als Investition lohnt. Und gerade mit der wirklich sehr, sehr hohen Dividendenausschüttung, gerade spannend für Anleger, die sich für ein Cashflow-positives Portfolio interessieren, also mit einer sehr, sehr hohen Dividendenausschüttung. Und da schauen wir uns jetzt als erstes mal an, welche einzelnen Marken man überhaupt hier im Segment hat. Man hat hier nämlich auch sehr, sehr viele neue Produkte jetzt in den letzten Jahren dem eigenen Portfolio hinzugefügt. Das geht dann in erster Linie sowas wie E-Zigaretten, also Vaping mit der Marke Fuse. Die haben eben eine Verdampferflüssigkeit in den Produkten drinnen und erhitzen sich und so wird dann eben das Nikotin abgegeben und ist dann eine deutlich weniger schädliche Alternative zu den herkömmlichen Zigaretten. Außerdem hat man sowas wie Tabakerhitzer, also Tobacco Heating, nämlich unter der Marke Glow. Und auch diese Geräte erhitzen Tabak, anstatt ihn zu verbrennen, was eben auch die Schadstoffbildung dann deutlich reduziert. Und nicht zuletzt auch orale Nikotinprodukte, da steht die Marke Velo dafür. Das ist eben diese klassischen Nikotinbeutel, auch häufig Snus genannt. Und da werden die Beutel also ohne Tabak konsumiert und bieten Nikotin in verschiedenen Stärken und Geschmacksrichtungen an. Aber man hat natürlich auch die ganz normalen Zigaretten immer noch im Angebot mit Marken, ja, Lucky Strike, Dunhill, Kent, also das ist auch schon ja, natürlich sehr, sehr bekannte Produkte einfach. Auch hier in den USA dann American Spirit und Camel. Und BAT setzt auch zunehmend hier auf Forschung und Entwicklung, um eben neue Produkte zu schaffen, die praktisch hier weniger schädlich sind wie diese klassischen Zigaretten. Ja, jetzt möchte ich mal direkt in den Aktienfinder reinschauen, wie die aktuelle Lage ist bei dem Unternehmen. Wir sehen, dass das Unternehmen wirklich einen sehr, sehr guten operativen Free Cashflow auch hatte in den letzten Jahren und hier auch sehr lange schon die Dividende erhöht. Die Prognose ist tatsächlich auch so, dass sich das in den nächsten Jahren weiterhin so halten soll. Der Cashflow soll weiterhin steigen, was natürlich schon mal eine gute Ausgangsposition ist. Bei den Margen, da hat sich in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr wenig geändert. Also die operative Marge ist immer gleich geblieben und der Umsatz ist sehr, sehr langfristig, aber jetzt schon aufwärts gerichtet, auch wenn es jetzt in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren keine wirklich relevante Steigerung nach oben gegeben hat. Ja, bei der aktuellen Verschuldungsquote und generell hier beim Gesamtvermögen, da sieht es wirklich in Ordnung aus. Also wir haben eine Schuldenquote gesamt von 54% und man kann sich die Dividende auf jeden Fall hier definitiv leisten. Das werden wir auch noch später sehen. Und was die ausstehenden Aktienanzahl hier betrifft, die ist jetzt hier auch rückläufig gewesen, zumindest hier mal richtig stark im Jahre 2023. Und wir werden auch sehen, in der Investor Presentation schreibt man sich das auch nochmal auf die Fahnen, dass man hier weiterhin diese Strategie verfolgen möchte, eigene Aktien zurückzukaufen. Schauen wir mal auf die aktuelle Bewertung, also auf Basis des bereinigten Gewinns. Und hier sehen wir wirklich sehr schön, dass wir aktuell stark unterbewertet sind. Das ist aber auch typisch für British American Tobacco, weil hier halt eben auch eingepreist wird, dass kein großes Wachstum mehr vorhanden ist. Ob das vielleicht aber auch ein Trugschluss ist, wird sich noch rausstellen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier mal die untere Prognose der Analysten nehmen, sehen wir, dass wir jetzt hier aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 31% hätten, was natürlich sehr, sehr stark ist. Also das glaube ich nicht, dass erreicht werden könnte, aber zumindest auf Basis dieses Bewertungsmodells schon sehr, sehr spannend im Moment. Wenn wir uns die Multiples anschauen, in den letzten, nehmen wir mal die letzten 8 Jahre, sehen wir, dass wir vom KGV her deutlich unter dem letzten Durchschnitt sind, also mit hier gerade mal KGV bereinigt von 7,4, da sind wir 7,7, da sind wir normalerweise so bei 10 immer gewesen. Auch beim KUV sind wir drunter, also da sieht es jetzt im Moment sehr, sehr spannend aus auf jeden Fall. Gewinnflows können wir uns noch anschauen nach Segmenten. Wichtigster Bereich hier 2023 eben dieses Segment Combustibles. Ja, das sind sozusagen die Brennstoffe. Was ist das? Ja, das ist einmal der klassische Tabak, also Zigaretten,
ganz normal gefertigt, wie sie jeder von uns kennt. Dann eben diese Vapes, Traditional Oral, also Snus und dann eben noch diese ja, erhitzten Tabakprodukte. Segmente, Aufteilung, also hier nochmal ganz schön dargestellt, sieht man eben auch, dass der wichtigste Markt hier die klassischen ja, Tabakzigaretten immer noch sind. Der wichtigste Absatzmarkt sind die United States und danach kommt Europa. Und generell die Dividendenhistorie ist natürlich wirklich stark. Also wir haben eine wirklich extrem hohe Dividendenrendite. Die ist zwar jetzt auch wieder ein bisschen gesunken in letzter Zeit, aber jetzt hier zum Beispiel im Moment Dividendenrendite hier 8,34%, 5-Jahres-Mittelwert 7,75%. Also wirklich sehr, sehr stark, was British American Tobacco hier ja, so zu bieten hat. Schauen wir uns mal die Performance im Vergleich zum S&P 500 an. Das ist jetzt halt erstmal ohne die Dividenden mit einberechnet zu haben. Und hier sehen wir schon, dass British American Tobacco sich einfach nur seitwärts bewegt hat in den letzten 6 Jahren, während der S&P 500 die Aktie doch oder das Unternehmen deutlich hinter sich gelassen hat, was natürlich jetzt nicht gerade die schönste Entwicklung ist, muss man sagen. Also grundsätzlich haben wir hier schon ein Unternehmen, was den Markt deutlich underperformt. Wenn wir jetzt hier als erstes mal die Dividende außer Acht lassen, die werden wir uns aber auch gleich noch anschauen, wenn wir auf die Charttechnik gehen. Ja, ich habe jetzt hier auch mal den Qualitätscheck mit reingenommen und hier sind wir am Null-Score von 3 von 15 Punkten, weil jetzt eben hier das Umsatzwachstum mal rückläufig ist. Stabilität ebenfalls, Abzug und Earnings per Share Wachstum ebenfalls negativ. Das Einzigste, wo wir hier einen Punkt bekommen, ist Volatilität und bei der Bewertung grundsätzlich, klar, das Unternehmen läuft ewig seitwärts und ist nicht gerade stark volatil. Wir haben hier einen Fokus auf Dividende und Value und wenig Volatilität, also auch völlig logisch. Und hier nochmal auf Basis des Gewinns, wenn wir den, können wir nicht machen, Basis des Umsatzes der letzten 3 Jahre sind wir hier genau fair bewertet. Und es bietet sich jetzt schon als Einstiegssignal oder im Moment als Einstieg an tatsächlich. Da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 6 von 9 Punkten. Also auch hier eigentlich im Moment relativ akzeptabel. Und Dividendenadel haben wir 3 von 4 Punkte. Also das ist auch noch sehr, sehr nett. So, bevor wir jetzt nochmal auf den Chart gucken, schauen wir uns erst noch die Investor Presentation an. Und hier hat man sich mal so auf die Fahnen geschrieben, was man denn eigentlich erreichen möchte. Also das erste Ziel ist, man möchte die Profitabilität der neuen erschlossenen Märkte und Produkte bzw. Kategorien erhöhen. Man möchte, dass auch ja, die alten Brennstoffvarianten, also die normalen Zigaretten, hier so eine Art Value Growth erreichen. Sie möchten hier ihren erhitzten Tabakbereich deutlich ausbauen und stärken und natürlich auch die eigene finanzielle Flexibilität behalten. Also das ist ihnen auch sehr, sehr wichtig, einfach ja, das ganze Balance Sheet, der Free Cashflow und so weiter, den richtig zu steuern. Das hat man sich wirklich auf die Fahnen geschrieben. Das ist jetzt hier die Performance des ersten Halbjahres 2024 und hier können wir sehen, dass reported der Umsatz deutlich rückläufig war und auch in den neuen Kategorien wir ein rückläufiges Ergebnis haben. Nur bei den Diluted Earnings per Share haben wir ein positives Ergebnis, aber adjustiert auf Organic Constant Currency, also auch noch die Währungseffekte dann ausgerechnet, haben wir nur ein leicht negatives Ergebnis insgesamt bei der ganzen Group. Bei den neuen Kategorien haben wir dann schon ein schönes Umsatzwachstum mit 7,4% und Earnings per Share Wachstum von 1,3%. Ja, also ein organisches Wachstum hier nochmal aufgeschlüsselt auf USA links und die ganze Gruppe rechts. Und wir können halt hier sofort feststellen, dass das organische adjustierte Wachstum hier in den USA deutlich schlechter ist wie ja, auf der ganzen Produktpalette, also in allen Ländern, was eben uns auch dann sagt, dass wir eher einen rückläufigen Markt haben für ja, normale Zigaretten in den USA. Und das sollte ja auch ja, eigentlich jedem klar sein. Es ist ja was man einfach sehr, sehr häufig hört, dass der ganze Tabakmarkt einfach ja, weniger Leute rauchen sozusagen. Das ist eben auch der Hauptgrund. Ja, der Hauptgrund, warum neue Kategorien hier auch sehr, sehr stark wachsen, sind so Produkte wie Velo. Das ist hier mal schön aufgeschlüsselt, auf die einzelnen ja, Bereiche nochmal aufgeschlüsselt. Mit Modern Oral ist Velo mit 84% im Vergleich
Und da ja, wurden die Erwartungen auch deutlich übertroffen. Das ist eben weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Bereich für British American Tobacco, wo man sich versucht, hier weiter auszubauen. Das gleiche gilt aber auch hier für Glow, auch wenn wir jetzt hier ein rückläufiges Umsatzwachstum hatten mit minus 4%. Aber dennoch, man sieht, die stellen hier auch in dieser Presentation wirklich diese neuen Produkte in den Vordergrund. Deswegen wird auch hier als erstes mal Glow, Velo und so weiter gezeigt. Ganz genau dargestellt, wie sieht es da aus. Und jetzt kommen eben erst die Verbrennstoffe, also die Brennstoffe, die klassischen Zigaretten. Und hier sehen wir schon, dass wir ein rückläufiges Ergebnis haben in den USA von minus 8,5% und insgesamt für ja, weltweit von minus 2,6%. Also weiterhin hier die normalen Zigaretten auf jeden Fall rückläufig im Ergebnis. Von dem her macht es natürlich auch Sinn, sich hier auf ja, auf die neuen Produkte, die etwas gesünder sind, zu konzentrieren. Ja, schauen wir mal weiter. Also wir haben jetzt hier unten noch die Cash Generating Driving Leverage Reduction. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel rechts die Verschuldung, also vom adjustierten Net Debt zum adjustierten EBITDA. Und hier sehen wir auch, dass die Verschuldung jetzt auf dem Basis der Kennzahlen wirklich in Ordnung ist. Mit 2,6 kann man auf jeden Fall nichts sagen. Und die Cash Conversion Rate ist auch wirklich gut. Also es ist schon eine echte Cash Flow Machine hier, British American Tobacco. Und ja, man hat davon viel, was möchte man damit machen? Also einerseits möchte man natürlich weiter in die ja, Transformation einfach investieren und sich gut für die Zukunft aufstellen. Aber andererseits möchte man natürlich auch den Free Cashflow nutzen, um die Dividende weiter zu steigern, um die eigene Verschuldung zu reduzieren und ja, eigene Aktien zurückzukaufen. Also man legt ja auch sehr, sehr viel Wert einfach auf den Aktionär und versucht den auch schon zu entlohnen, dass man hier sehr, sehr lange auch am Ball bleibt. Das gefällt mir persönlich wirklich sehr gut. Man hat hier auch schöne Ziele, also zum Beispiel bis 2026 3 bis 5% Organic Revenue Growth. Also es ist auch sehr, sehr schön halt zu sehen, dass man hier schon weiter auch die Hoffnung hat, dass man hier noch Wachstum aus den insgesamt neuen Geschäftssegmenten mit rausholen kann. Ja, auch die Entwicklung von Value Share, Natural American Spirit und Lucky Strike ist hier im Moment tatsächlich noch positiv, auch wenn der insgesamte Markt hier eben rückläufig ist. Klar, wir haben auch sowas wie für die Vapes die ganzen ja, rechtlichen Vorgaben, wo man natürlich auch deutlich darauf achten muss, wo kann man die Sachen überhaupt verkaufen, wo sind die schon eingeordnet als zugelassen. Ja, und hier einfach nochmal ein paar Bilder zu den Produkten, zu diesen Views einerseits mit den ganzen Tabakerhitzern, die kennt man ja, das ist ja mittlerweile auch total in. Das gleiche gilt auch für diese Velo-Snooze-Dinger. Genau. Aber wir schauen jetzt hier mal auf den langfristigen Chart. Der sieht im Moment so aus. Also wir hatten von 1977 eine sehr, sehr schöne Entwicklung, mindestens mal bis 2017 und ab da bewegen wir uns jetzt schon ewig seitwärts, sind aber ja, grundsätzlich ultra langfristig schon noch im Aufwärtstrend. Und jetzt mal mit meinen Zeichnungen drin, blende ich jetzt mal ein, sehen wir schon, dass eine der wichtigen Zonen auf jeden Fall hier war. So mit diesem Hoch von 2010 und dieser hochgekauften Kerze von 2020. Nach der langen Seitwärtsphase sind wir hier nach unten ausgebrochen und konnten uns jetzt hier schön stabilisieren ab 2024 März und habe jetzt hier mal kurzfristigen Fibonacci Retracement angelegt. Nachdem wir jetzt eben diese blaue Linie hier überschritten haben, haben wir hier einen kurzfristigen Boden gebildet. Der sah auch sehr, sehr stark aus. Dann diese doch durchaus starke Rallye und jetzt mal hier eine richtig schlechte Wochenkerze von minus 4,4%. Und da würde sich jetzt natürlich wirklich ein Einstieg anbieten, wenn wir jetzt hier langsam runter korrigieren, so ungefähr auf meinetwegen vielleicht 34 US-Dollar oder 32 US-Dollar und dann nochmal einen kleinen Boden auf einer tieferen Zeiteinheit, dann würde sich hier definitiv nochmal ein Einstieg lohnen bei British American Tobacco, weil wir eben schon auch viel Potenzial haben noch, wenn wir jetzt hier in der grünen Linie einsteigen und mal das obere Ende der Range also anzielen, haben wir so eine Rendite von 37%, was natürlich wirklich gut wäre. Und da sind natürlich die Dividenden dann noch nicht einberechnet. Wir können jetzt hier auch mal mit den Dividenden nochmal sich den Chart anschauen. Und da sehen wir schon, dass die ja, Performance mindestens seit 2018 deutlich besser ist. Und wir hier schon sehen, dass also dass wir einen positiven Return auf jeden Fall bekommen, wenn wir die Dividende mit betrachten.
Von dem her auf jeden Fall kein Nullsummenspiel, muss man auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Und hier ist jetzt nochmal ganz genau die Dividende im Moment bei 7,8% und eine Marktkapitalisierung von 82,8 Milliarden US-Dollar. Würde mich jetzt an der Stelle mal interessieren, was du von dem Unternehmen hältst. Hast du es vielleicht auch selber im Depot? Ich finde es auf jeden Fall ja, schon relativ spannend. Eignet sich jetzt nicht für meine Strategie, aber vielleicht für ein Portfolio, das wirklich auf hohen Cashflow und hohe Dividendenausschüttung setzt. Durchaus spannend. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da und ein Like für den Kanal. Vielen Dank an der Stelle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.